Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blog für den Kanal und herzlich willkommen zur Miniserie Schwierige Passagen. Da habe ich heute mal ein Stückchen aus der Telemann-Sonate in C-Dur gewählt, aus dem getreuen Musikmeister, und zwar aus dem Vivace, dem letzten Satz. Da sind einige Schwierigkeiten drin zum Rhythmus und zur Artikulation, also zum Zungenstoß. Da haben wir also Sechzehntelnoten drin, 32. Noten drin und viele Bindebögen, die ihr auch wirklich schön als echte Bindungen spielen solltet. Also ein Bindebogen heißt ja, dass ihr den ersten Ton unter dem Bogen mit der Zunge anstoßt und dann keinen mehr, der unter dem Bogen steht, sondern erst wieder den nächsten Ton, der nicht mehr zum Bogen gehört. Natürlich müsst ihr etwas fortgeschrittener sein, um dieses Stück spielen zu können. Aber ich denke, einige Dinge, die ich euch jetzt erzähle, könnt ihr übertragen auf die vielleicht einfacheren Stücke, die ihr auch spielt. Also hört euch das Ganze erstmal an. Ich habe ja gesagt, es geht hier um die Artikulation, also den Zungenstoß, wie gesagt bei den Bindebögen. Und diese Bindebögen mit diesem erforderlichen Zungenstoß, die verursachen aber oft, dass wir hier den Rhythmus verzerren, also falsch spielen. Und das ist natürlich sowieso kein einfacher Rhythmus in diesem zweiten Teil durch die Sechzehntel und 32. Und wir wollen jetzt mal schauen, was schiefgehen kann. Wir nehmen mal den Anfang von diesem zweiten Teil. Da haben wir gleich einen Bindebogen über 4 Noten und dann nochmal über 4 und dann eine Dreierbindung und im vierten Takt eine Zweierbindung. Und was hier ganz oft schief geht, was schief gehen kann bei euch, ist, dass ihr intuitiv, ohne es zu merken, die gebundenen Noten schneller spielt als die anderen Sechzehntel. Obwohl, wenn ihr euch das mal logisch überlegt, das ja gar keinen Sinn macht. Es sind ja immer noch Sechzehntel und der einzige Unterschied ist der Zungenstoß, ob ich jetzt ein Dü oder Tü spiele oder nicht. Also, was könnt ihr da tun? Ihr könnt einfach mal die Stelle ohne Bindebögen spielen als ganz normale Sechzehntel und da werdet ihr hören, wie gleichmäßig das klingt. Und wenn ihr es jetzt mit Bindebögen spielt, sollte das genau im selben Rhythmus sein. Also nicht schneller, sondern genauso langsam, aber mit dem entsprechenden Zungenstoß. Langsam ist natürlich relativ, es ist ein Vivace, das ist schon eher ein schnelles Stück. Vivace heißt lebhaft, es muss also nicht rasend schnell sein, es muss halt lebhaft klingen. Wenn ihr es zu schnell spielt, dann habt ihr es nicht mehr unter Kontrolle, dann klingt es auch nicht lebhaft. Also passt euer Tempo an eure Fertigkeiten an. Auf jeden Fall sind es ja relativ schnelle Noten. Wir müssen allerdings beachten, dass später noch 32. kommen und da solltet ihr schon von Anfang an euer Tempo anpassen. Ihr müsst ja die 32., die doppelt so schnell sind wie die Sechzehntel, nachher auch noch spielen können. Also, ihr müsst aufpassen bei Bindebögen und das gilt eben ganz allgemein, egal ob ihr dieses Stück spielt oder ein anderes, dass ihr nicht dadurch schneller spielt, dass es Bindebögen gibt und dadurch den Rhythmus falsch habt. Und dann kommt eine ganz kompliziert aussehende Figur mit Sechzehntel und 32. und die sollt ihr auch noch binden. Da kann was schiefgehen im Rhythmus, dass ihr da schnell spielt, wo es nicht sein soll und umgekehrt. Hier solltet ihr auch unbedingt euch mal den Rhythmus klar machen, ohne Bindebogen erstmal. Die 32. sind doppelt so schnell wie die Sechzehntel, also haben wir da, 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 dam, bam, bam. Wenn ich lauter 32. hätte, wären die da, 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 da und die Sechzehntel wären dam, bam, 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 bam. Oder auch im schnelleren Tempo bam, 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 bam oder da, 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 da. So, okay, also das, und dann müsst ihr mal die Stelle langsam probieren. Wo genau sind die 32? Die sitzen an zweiter Stelle sozusagen. Also ist es jam, ba, ba, bam, bam, bam.
und nicht etwa Jam, Bam oder was anderes. Und wenn ihr das so richtig drauf habt, wenn ihr das im Ohr habt, wenn ihr das in den Fingern habt, dann nehmt ihr wieder den Bindebogen dazu. Das ist natürlich schwieriger dann, weil die Finger gerne mal wegflutschen, wenn der Zungenstoß die Schnelligkeit nicht kontrolliert. Also das hilft euch ja auch, mit dem Zungenstoß zu spielen, den Rhythmus zu spielen und das Metrum einzuhalten. Also hört sehr kritisch hin, spielt ihr immer noch das Gleiche, wie es ohne Bindebogen war, oder ist es vielleicht was anderes geworden? So, dann nähern wir uns die Stelle, wo bald die 4 32. kommen. Und da kann es passieren, dass ihr schon die 32. im Visier habt und dann die Noten vorher, diesen Dreiklangsaufgang da, auch schon zu schnell spielt. Und dann bringt ihr euch natürlich in Teufels Küche. Also Ruhe bewahren. Die Sechzehntel, die jetzt erstmal kommen, das sind ja einige, die sind wieder relativ gemütlich im Tempo. Es hängt natürlich, wie gesagt, von eurem Grundtempo ab, aber die sind noch nicht rasend schnell, das kommt erst noch. Also auch hier wieder gut hinhören, gut vergleichen, was war euer Tempo zu Anfang des zweiten Teils. Und so schnell sind auch diese Noten, nicht schneller. Und dann kommen die 32. und die müssen punktgenau auf den Schlag anfangen, nicht zu früh. Wenn ihr da Panik macht, sozusagen, dann kommt ihr aus dem Tritt. Ja? Also ihr müsst versuchen, die 32. immer schön auf den nächsten Schlag erst anzufangen. Also Jam, Bam, 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 Ti, Dam, Bam, Bam, Bam. Und nicht etwa Jam, Bam, 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 Ti, Dam. Dann sind die zu früh und dann ist es unrhythmisch. So, und dann passiert es vielen an dieser Stelle, das hat alles geklappt, die 32. sind super und dann sind sie so in dem innervierten, schnellen Tempo drin, dass die Noten danach, die ja wieder Sechzehntel sind, auch zu schnell geraten. Oder es ist noch im Verhältnis, aber dann kommt wieder eine Bindung und zack, ist man wieder zu schnell. Also ihr merkt schon, bei diesem Stück ist es gar nicht so das Schwierige, schnell genug zu spielen, sondern eigentlich das Schwierige, langsam genug zu spielen, nämlich da, wo nicht die ganz Schnellen sind. Und wenn man genau guckt, geht die Bindung, der Bindebogen bei dieser Stelle mit den 32. von der ersten 32. bis einschließlich der ersten Sechzehntel. Und das wäre schön, wenn ihr das wirklich hinbekommt, dass ihr die 5 Noten zusammenbindet. Wenn ihr das nicht schafft und ihr stoßt aus Versehen nach der 4. schon wieder an, ist auch nicht so schlimm. Aber probiert mal wirklich ganz genau die Bindungen zu spielen, wie sie da stehen, bis zu der Note, wo sie stehen. Also das heißt, wie gesagt, die letzte unterm Bindebogen darf noch kein Dü bekommen. Also vielleicht spielt ihr ja genau dieses Stück und hat euch das jetzt was gebracht. Oder wie gesagt, könnt ihr es übertragen auf andere Stücke, die ihr spielt. Also Achtung bei Bindebögen, da ist oft auch der Rhythmus dann irgendwie in Gefahr. Ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen. Info zu allem, was ich so für euch mache, findet ihr immer unter dem Video. Und wenn ihr da kostenlos meinen Newsletter abonniert, dann seid ihr immer up to date, was ich euch anbiete oder was es so Neues gibt. Also macht das einfach mal kurz, dann habt ihr den im Kasten, den Newsletter. Gut, ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat und ihr einen Daumen hoch geben möchtet. Und natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!